Servus Leute, in diesem kurzen Video zeige ich euch 3 Funktionen eurer DJI Mini 5 Pro, die super praktisch und hilfreich sind, ihr sie aber wahrscheinlich nicht wisst, weil sie entweder ab Werk aus sind oder so tief im Menü versteckt sind, dass ihr sie auf Anhieb einfach nicht findet. Die erste kann euch wirklich die Drohne retten bei fast jedem Flug. Die zweite Funktion, damit bekommt ihr einen Shot hin, der sonst gar nicht möglich ist ohne diese Funktion. Und mit der dritten Funktion könnt ihr sogar sehen, was hinter eurer Drohne passiert. Los geht's. So, wenn ihr startet, hört ihr immer diese Funktion Homepoint oder Rückkehrpunkt updated. Das bedeutet, die Drohne hat jetzt den Homepoint mit einem GPS-Punkt fixiert und wird immer im Zweifelsfall, wenn der Akku leer ist, eben auf diesen Punkt zurückkehren. Problem bei der ganzen Sache, es ist super praktisch. Man steht oft nicht mehr an demselben Punkt. Man läuft den Berghof, man lässt sich tracken und die Drohne kehrt dann vielleicht 1 Kilometer am falschen Ort zurück. Und was man hier jetzt machen kann, man kann den händisch updaten. Das ist eine Sache. Noch besser ist aber, wenn ihr einen dynamischen Homepoint einstellt. Und es geht folgendermaßen. Das findet ihr hier im Menü rechts oben. Und dazu geht ihr einfach hier rein in die 3 Punkte, geht auf Sicherheit und scrollt ein bisschen nach unten und hier gibt es einen Punkt, der heißt Startpunkt aktualisieren. Hier könnt ihr nun auf der Satellitenanzeige euren Startpunkt aktualisieren und händisch einstellen. Ihr könnt aber auch hier dynamischen Homepoint wählen. Jetzt kommt bei mir hier kein Signal zur Satellitenpositionierung auf dem Mobilgerät. Ja, das ist natürlich der Klassiker. Aktuell funktioniert es nicht. Das ist echt doof. Hier sieht ihr zum Beispiel, wie das aussieht. Der dynamische Homepoint ist blau, der statische Homepoint ist gelb. Bei mir kommt jetzt hier kein Signal zur Satellitenpositionierung auf dem Mobilgerät, begib dich zu einem offenen Bereich. Ja, das ist natürlich der Vorführeffekt. Ich stehe hier mitten am Endstück eines Fjords und habe hier keine Satellitenverbindung anscheinend, deswegen geht es leider nicht. Probiert es aber unbedingt mal aus, denn eure Drohne kehrt dann auch dahin, wo ihr seid und nicht woanders. Nummer 2 ist eine Funktion, mit der ihr einen ganz speziellen Shot hinbekommt, der sonst gar nicht möglich ist, nämlich mit Cruise Control oder auch Tempomat genannt. Und das müsst ihr euch auf eine Taste legen, das ist auch ganz versteckt im Menü und dazu geht ihr wieder auf eure 3 Punkte oben in eure Steuerung und scrollt jetzt hier wieder etwas weiter nach unten und findet hier unter Tastenbelegung ändern. Auch hier müsst ihr etwas nach unten scrollen. Hier oben habt ihr eben die C1 und C2-Taste. Und ich habe mir das Ganze eben auf C2 gelegt. Hier geht ihr rein unter Steuerung und klickt hier Tempomat an und schon habt ihr unter der C2-Taste eben das Tempomat. Und das ist super praktisch, denn damit bekommt ihr diesen Shot hin. Ihr läuft einfach aus dem Bild raus und lasst die Drohne zum Beispiel einfach immer weiter aufsteigen. Während ihr einfach wandert und das ist ein echt cooler Shot, der sonst gar nicht möglich ist. Außer man hat natürlich jemand, der diesen Shot für einen dreht. Aber wenn ihr euch selber filmen wollt und diesen Shot haben wollt, dann braucht ihr unbedingt das Tempomat. Also stellt euch das auf eine der Tasten hier hinten und dann bekommt ihr das auch hin. Das Schwierige ist nämlich, wenn ihr das versucht selbst zu fliegen, dass ihr natürlich hier immer Wackler reinbekommt in eure Shots und wenn ihr das Tempomat habt, dann habt ihr einen komplett ruhigen Shot und das sieht einfach super aus. Man kann das Ganze natürlich auch sehr, sehr gut nutzen für Storytelling und hier einen Reveal-Shot machen. Also das fliegt vielleicht hinterm Baum nach oben und man wird dann erst sichtbar. Es ist wirklich ein sehr cooler Shot für Storytelling. Dazu auch meine Empfehlung, meine Episode 04 vom Piloten zum Regisseur. Also das ist eine super Funktion für alle, die wirklich alleine unterwegs sind und wirklich die coolsten Shots rausholen wollen. Es ist nämlich nicht einfach, das Ganze zu timen. Und wenn ihr vielleicht meine 4. Episode vom Piloten zum Regisseur gesehen habt, dann werdet ihr wissen, dass das ein Shot ist, der einfach super für Storytelling ist. Das heißt, wenn jemand ankommt, man ist nah dran. Ich muss jetzt mich ein bisschen beeilen, bevor die Drohne hier nach unten kommt. Dass ich dann auch hier zurück bin. Und geschafft. Und schon laufe ich hier schön zurück ins Bild.
Mit der nächsten Funktion könnt ihr sogar sehen, was hinter euch passiert oder seitlich an der Drohne. Denn die Sensoren an der Drohne sind nichts anderes als auch Kameras und die könnt ihr einzeln ansteuern. Und das Ganze nennt sich Vision Assist. Und auch das habe ich mir zum Beispiel auf einen Tastenkürzel gelegt, auf die C1-Taste. Und dazu geht ihr hier auch wieder ins Menü. Ich gehe jetzt hier nochmal zurück unter Steuerung, Tastenbelegung ändern und auch hier geht ihr jetzt auf die C1-Taste zum Beispiel, geht hier rein unter Steuerung, scrollt ein bisschen runter und hier habt ihr die Funktion Vision Assist. Und da setzt ihr einfach das Häkchen und schon habt ihr das auch dort. Und was bedeutet das jetzt, wenn ihr hier drauf drückt? Das ist erst möglich nach dem Start, deswegen starten wir jetzt gleich mal los. So, jetzt zeige ich euch Vision Assist. Ich habe mir das auf die C1-Taste gelegt und schon seht ihr das jetzt in schwarz-weiß. Man kann jetzt hier, glaube ich, auch auf andere Kameras springen. Jetzt seht ihr zum Beispiel hier, je nachdem in welche Richtung ihr steuert, seht ihr die Kamera. Also wenn ich jetzt nach hinten fliege, sehe ich, ihr könnt das Ganze auch groß machen. Also je nachdem in welche Richtung ich steuere, wird mir diese Kamera angezeigt. Wenn ich nach rechts steuere, habe ich den rechten Sensor. Wenn ich nach hinten fliege, habe ich den hinteren Sensor. Und wenn ich nach vorne fliege, ist die normale Kamera eigentlich an oder beziehungsweise ein Sensor, der nach vorne Ausschau hält. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum brauche ich das eigentlich? Das kann super praktisch sein, wenn ihr einen Durchflug macht durch ganz enge Stellen und die Drohne vielleicht weiter weg ist. Ihr habt nicht optische Einsicht auf diese Engstelle, dann könnt ihr hier nur mal sicher gehen und eben in diese Vision Assist Funktion reinspringen. Super hilfreich, probiert es aus. Ich hoffe, diese 3 Tipps haben euch geholfen. Lasst mich gerne wissen, was ihr daraus macht und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, euer Manuel, Servus.